Hi, ich bin Hans und ich bin der Erklärbär von Kalimoto. Und heute möchte ich euch noch einen kleinen Ausblick geben, was wir 2022 mit euch als Community von Kalimoto und natürlich auch mit unserer App vorhaben. Und es geht uns dabei immer darum, dass wir euer Motorradabenteuer besser machen und ihr mit Kalimoto noch bessere Touren fahrt. Was das genau im Detail bedeutet und was euch erwarten wird, das erkläre ich euch gleich. Ganz vorneweg, das sage ich halt deswegen auch bewusst gleich am Anfang, weil wir immer wieder von euch Fragen bekommen, wie nun der Stand bei bestimmten Funktionen ist, will ich euch gleich zuerst sagen, wir arbeiten weiterhin daran, dass Kalimoto demnächst oder so schnell wie möglich auf Apple CarPlay verfügbar ist. Wir wissen, es gibt immer mehr Maschinen im Markt, die diese Funktion unterstützen. Genauso gab es jetzt dieses Jahr auch die Aktivität, dass Android Auto für Navigations-Apps geöffnet wurde. Das heißt, ist auch bewusst, dass wir bei Android Auto Kalimoto verfügbar machen können. Wir sind da weiter dran. Ihr müsst euch vorstellen, das ist aber technisch sehr, sehr komplex. Wir sind aber dran und geben unser Bestes, dass wir so schnell wie möglich Kalimoto auch für die Maschinen für CarPlay verfügbar machen, die das bereits anbieten. Und wir wollen euch aber da auch die Qualität bieten, die ihr von Kalimoto gewöhnt seid. Das heißt, dass es nicht einfach nur eine billige Darstellung ist, sage ich jetzt mal, sodass ihr einfach nur Kalimoto die Karte auf dem Display seht und ansonsten das Handy rausholen müsst, um irgendwas zu machen, sondern wir wollen natürlich euch dann auch die Funktionalität bieten können, die unserer Meinung nach auch notwendig ist, dass es ein richtiger Mehrwert für euch ist. Und dementsprechend sind wir da dran. Seid gespannt, was euch da erwartet. Ich persönlich freue mich auch darauf, weil ich persönlich CarPlay nicht nur, also mein Motorrad kann das nicht, aber ich nutze Kalimoto auch sehr, sehr gerne im Auto. Und der ein oder andere von euch, der das Ganze ja auch mit einem Cabrio oder weiter und so weiter nebenbei benutzt, kann das ja dann auch nutzen. Dementsprechend seid gespannt, wir sind auf jeden Fall dabei. Ansonsten habe ich jetzt noch einen kleinen Spoiler für euch, weil das, was wir die letzten Monate machen, das ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Umbau, den wir mit Kalimoto jeher gemacht haben. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben die App jetzt seit 2016 draußen am Markt. Das heißt, die Android-Version kam im Mai 2016 raus und seitdem ist Kalimoto immer weiterentwickelt worden, hat neue Funktionen bekommen, hat auch zwischendurch mal eine neue Optik bekommen und wir haben ja auch für die Zukunft sehr, sehr, sehr viele Dinge vor. Das bedeutet aber auch, es ist manchmal notwendig, dass man eine App wie unsere auf ein neues technisches Gerüst stellen muss. Ihr müsst euch vorstellen, seit 2016 wurden immer wieder neue Funktionen in das bestehende Gerüst reingequetscht. Das kann man auch ehrlicherweise gequetscht nennen, um die Funktion zu erweitern und Kalimoto besser zu machen. Wir haben aber für die Zukunft noch so viele Themen vor, dass es einfach irgendwann notwendig ist, alte Schwänze abzuschneiden und sich bereit zu machen für das, was man noch vorhat und die technologische Basis dafür zu schaffen. Und genau das machen wir jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit, sodass ihr sicher sein könnt, dass Kalimoto für die Zukunft gewappnet ist und wir dabei vor allem, und das will ich betonen, euer Feedback mit einfließen lassen. Alle E-Mails, Nachrichten und so weiter, die ihr uns in den letzten Monaten oder über das Jahr verteilt geschickt habt, was ihr euch noch wünscht, fließt damit ein. Und das bedeutet im Zweifel, dass wir zum Beispiel am Design sehr, sehr viele Dinge ändern werden, einfach weil wir wissen, dass da bestimmte Dinge noch nicht gut gelöst sind bei uns. Und ihr seht, dass wir da in dem Falle ein komplett neues Tourenplanungsmenü, wir werden eine einfachere Bedienung anbieten, wir wollen mehr intuitive Funktionen und Nutzung haben. Das bedeutet, ihr sollt auf einen Blick erkennen, was ihr bei Kalimoto machen könnt, wie es funktioniert und vor allem, es soll weniger technisch wirken. Das haben wir ja schon in anderen Videos, wie zum Beispiel unseren Q&A-Sessions erläutert. Wir wollen, dass ihr und jeder potenzielle Kunde von Kalimoto und Nutzer von Kalimoto sofort auf einen Blick versteht, was zu tun ist und die App bedienen kann, ohne ein Handbuch lesen zu müssen oder mein Gesicht sich bei YouTube 20 Minuten anschauen zu müssen. Das bedeutet, wir werden die Bedienung auch so weit überarbeiten, dass Kalimoto noch leichter zu bedienen ist und es noch leichter und schöner wird, die geilsten Touren mit Kalimoto zu planen und vor allem zu erleben. Und dieser Umbau ist in der letzten finalen Phase. Das bedeutet, ihr werdet nächstes Jahr in die neue Saison mit einer komplett neuen, überarbeiteten App starten können. Und das ist für mich eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil das, wie gesagt, der größte Umbau ist, den wir jemals hatten. Ich bin davon überzeugt, dass wir euch damit aber ein noch besseres Produkt an die Hand geben. Und vor allem haben wir dann in Zukunft die Möglichkeit, ganz neue Funktionen
dahin zu integrieren, weil wir die jetzt schon einplanen, weil wir jetzt schon beim Umbau sagen, in Zukunft wird noch das und das kommen und wir müssen jetzt die Basis dafür schaffen und genau das tun wir gerade. Seid also gespannt. Zusätzlich haben wir für nächstes Jahr auch noch ganz viele andere Punkte auf der To-Do-Liste. Ich weiß, und das will ich auch ganz offen sagen, ihr habt immer wieder richtig tolle, spannende Wünsche. Und es gibt auch Dinge, die wir sehr, sehr, sehr gerne umsetzen wollen, aber es aus technischen Gründen oder weil Daten fehlen, nicht machen können. Seid euch aber gewahr, dass wir immer alles prüfen und auch regelmäßig schauen, ob sich an der Situation was geändert hat. Was ich euch jetzt schon sagen kann, was wir definitiv nächstes Jahr intensiv angucken und schauen, wie wir das umsetzen können, ist zum Beispiel das Thema nicht befestigte Straßen Offroad. Das bedeutet, wir suchen eine Lösung ganz aktiv, dass man auch nicht befestigte Straßen, legale Wald- und Feldwege bei Kalimoto nutzen, integrieren kann und darüber Touren fahren kann. Weil wir wissen, es gibt einige Enduro-Fahrer, die doch durchaus mal Lust darauf haben, einen kleinen Ausflug zu machen, abseits der asphaltierten Straße. Und für die Leute suchen wir auch eine Lösung, weil wir wissen, das gehört zum Motorradfahren für diese Menschen auch mit dazu. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele Ideen und wollen auch viele Punkte angehen, die wir in der Vergangenheit schon mal angedeutet haben. Das geht vor allem darum, das ganze Motorradfahren als Gruppe, Motorradfahren in der Community zu verbessern. Das bedeutet, es soll leichter werden, nicht nur die Touren mit anderen zu teilen, sondern auch gemeinsam zu fahren und diese zu erleben. Was das im Detail bedeutet, werdet ihr dann nächstes Jahr nach und nach erfahren. Wir sind auf jeden Fall mit Tatkraft und mit Volldampf dabei, alles dafür vorzubereiten und nächstes Jahr weiterhin für euch Vollgas zu geben. Wir freuen uns total, mit euch auch nächstes Jahr wieder durchzustarten und dass ihr uns unterstützt und hoffen, dass ihr weiterhin dabei bleibt und mit Kalimoto gemeinsam das Motorradfahren und vor allem auch die Planung und Navigation auf ein neues Level hebt, weil alles lebt auch nur mit euch, mit eurem Feedback. Wir geben auf jeden Fall weiterhin euer Bestes. Bis jetzt werden wir aber uns noch für den Rest des Jahres um das Redesign und den Umbau kümmern. Und dann werden wir noch eine kleine Pause machen. Dann wird zwischen Weihnachten und Neujahr auch bei uns eine Woche lang das Büro abgeschlossen, beziehungsweise das Homeoffice eines jeden Einzelnen. Und wir werden dann nächstes Jahr mit Volldampf weitermachen. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass ich euch nächstes Jahr wieder begrüßen kann. Bis dahin, bis bald.